Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch nochmal einen Clone eines Lamy Safari AL-Star LX, LX eher weniger, weil der ist schon ein bisschen besonders in seiner Ausführung, aber AL-Star oder Safari, da hatte ich euch ja neulich schon mal einen Wing Sung vorgestellt und heute möchte ich euch den Jinhao 599 vorstellen. Wenn ihr den zum Beispiel bei AliExpress euch anschaut, ich betone gleich an dieser Stelle wie immer, ich bekomme da nichts dafür, weder von AliExpress noch von Lamy noch von Jinhao, sondern will euch einfach nur sagen, wo ich ihn bekommen habe. Dann werdet ihr verschiedene Ausführungen von diesem Jinhao 599 sehen. Da gibt es einmal diese hier, ich halte sie mal hoch, das ist die Ausführung in Kunststoff. Ich habe jetzt hier die weiße Variante genommen mit dem schwarzen Abschlussstück. Die sieht auch aufgrund dieses Sichtfensters hier sehr, ich sag mal, Lamy-mäßig aus. Hier oben seht ihr auch nochmal der Aufdruck Jinhao. Mal hier ein bisschen, ja, so halt so rum, wenn ich es dann auch noch, da kann man es auch lesen, Jinhao, ja. So, und dann gibt es auch noch eine Metallausführung davon, die wird auch manchmal als 599-3 bezeichnet. Das ist dieses Modell hier, das habe ich in Orange mir geholt. Hier seht ihr auch drauf, Jinhao, da kann man es lesen. Und das ist hier lackiert, würde ich sagen. Und diese beiden Modelle, der sieht hier natürlich aufgrund des fehlenden Sichtfensters, hat er jetzt nicht so eine große Ähnlichkeit zum Lamy Safari oder zum AL-Star, weil mit dem wäre er am ehesten vergleichbar, da er ebenfalls aus Metall ist. Aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, gibt es schon ganz viele Anlehnungen. Und die beiden Füllfederhalter wollen wir uns heute mal anschauen. Also ein Modellname, jedoch unterschiedliche Ausführungen. Alles läuft unter Jinhao 599 und gegebenenfalls noch mit dem Zusatz -3 oder -3. Ja, was machen wir? Wir machen wie immer, beschreiben wir das Material. Dann sage ich euch, für wie viel Geld ich ihn gekauft habe. Dann beschreiben wir selbstverständlich die einzelnen Füllfederhalter. Dann machen wir Maße und das Gewicht. Dann kommt der Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt an den beiden Modellen 599 von Jinhao. Und zum Schluss ziehen wir immer ein Resümee und ich sage euch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde oder eher nicht und wo ihr ihn denn vielleicht günstig bekommt. Dann bis gleich. So, hier haben wir nochmal die beiden unterschiedlichen Ausführungen des Jinhao 599. Die weiße Ausführung ist die Kunststoffausführung und die orangefarbene Ausführung, das ist die Ausführung in Metall. Wir beginnen mal mit der Kunststoffausführung, legen den anderen Jinhao mal nebenhin. Beginnen wir mit der Kappe. Das schaut schon alles, oder der ganze Füllfederhalter, den können wir erstmal als Ganzes betrachten. Das schaut schon alles sehr nach dem Lamy-Modell aus. Wir haben hier, ich kann das nochmal ein bisschen schärfer stellen, mal ein bisschen besser fokussieren. So, wir haben hier die typischen, ich sag mal, Merkmale, die wir auch bei einem Lamy finden würden. Hier hinten auf dem Schaft würde dann Lamy stehen. Da hat jetzt hier Jinhao seinen Markennamen aufgedruckt oder eingeprägt ins Plastik. Die ist ja ein gegossener Schaft, gehe ich von aus. Und da ist es eingelassen hier, der Name. Dann haben wir hier den Clip. Der ist jetzt nicht hundertprozentig vom Lamy, ich sag mal, abgekupfert. Da würde der hier oben in 2 Teilen enden. Hier oben sieht man aber schon, das ist ein klassischer Clip, der in einem Stück hier oben mit dem Kappenkopf verbunden ist. Hier nochmal das Wagengespann von Jinhao, das was wir hier finden. Aber der Clip, der ist auch funktional, wenn ihr das hier so seht. Kann man sagen, ist wirklich in Ordnung. Auch dieses gebogene, das ist auch in Ordnung, kennt man auch vom Lamy.
Und ja, da kann man eigentlich gar nicht die Herkunft, sage ich mal, leugnen. Auch dieses Sichtfenster hier, das ist ja typisch Lamy. Also insofern eine deutliche Anlehnung an Lamy. Wenn wir es hier aufmachen, sehr fest, also sitzt auch gut. Ein bisschen Spiel hat es, wie ihr hört, aber völlig in Ordnung. Schauen wir uns die Kappe weiter an. Wenn ihr hier reinschaut, da habt ihr nochmal so eine leichte Innenkappe, hinten mit einer einfachen Schraube, Kreuzschraube, alles miteinander verbunden. Kunststoff fühlt sich jetzt nicht besonders wertig an, aber wirkt auch nicht wirklich billig, aber ist halt eine einfache Konstruktion. Und den bekommt ihr ja für wenige Euro, so ich sag mal 2, 3 Euro. Dafür bekommt ihr ja diesen Füllfederhalter von Jinhao. Abschlussstück oben an der Kappe. Endstück ist Kunststoff, schwarzer Kunststoff. Sieht auch sehr gut aus. In diesem Kontrast, auch mit dem Silbern hier, gefällt es mir ganz gut. Also da sieht der Füllfederhalter schon sehr gut aus. Dann kommen wir zum Füllfederhalter selber. Hier seht ihr schon die erste Auffälligkeit. Ich zoome es mal noch ein bisschen oder fokussiere mal ein bisschen hinein. Die Feder ist beschriftet mit Jinhao 18 kGp, also 18 Karat gold-plated. Ja, das ist, ich sage mal so, das gold-plated kann ich hier nicht erkennen. Das ist, weil die Federn, mir hat mal einer meiner Zuschauer mitgeteilt, die würden alle auf einer Maschine mit einem Stempelsatz gemacht. Und ein paar werden vergoldet und ein paar eben nicht. Ob das so stimmt oder ob das immer so ist oder ob es sich hier vielleicht um Weißgold handelt, das vermag ich alles nicht einzuschätzen. Aber was ich hier besonders finde, ich drehe es mal rum, da sieht man den typischen Tintenleiter. Das hier ist gar nicht wie ein Lamy-Füllfederhalter, sondern hier ist es eher so, dass es eine klassische Feder ist, die ihr an vielen anderen Füllfederhaltern findet. Auch hier der Tintenleiter ist ganz anders als beim Lamy. Da hat er keine Lamellen. Und auch die Feder sieht völlig anders aus. Wir werden uns das nachher nochmal anschauen, wenn wir das Modell in Metall und in Orange uns anschauen. Also hier hat man auch unterschiedliche Federn verwendet. Dann schauen wir uns mal das Griffstück weiter an. Griffstück ist ein typisches, auch von, ich sag mal, in Anlehnung an Lamy gemacht, also typischer Lamy Safari. Fasst sich gut, hält sich gut in der Hand. Unterschied ist hier haben wir so einen silbernen Zierring am Griffstück. Der ist bei einem Lamy nicht dran, da ist er nämlich hier oben am Schaft. Da ist dann normalerweise so ein schwarzer, ja, ich sag mal, Gummi, Plastik, Weichplastik-Ring. Das ist hier anders gemacht. Ja, auch hier seht ihr Konverter mit dabei, was ich immer sehr angenehm finde. Typischer Jinhao-Konverter, auch hier der gebrandet. Ja, ist auch nicht durchsichtig, was ja eher bei den Lamy-Modellen der Fall ist. Hier ist es aus Kunststoff und in der gleichen Farbe gehalten wie der Rest des Füllfederhalters. So, dann kommen wir zum Schaft, hatte ich vorhin schon gesagt, Jinhao geprägt, also hier seht ihr es ganz gut, in den Plastikkörper hineingelassen, in die Form hineingelassen. Die typische Lücke, die ihr vom Lamy auch kennt, vom Safari auch kennt, schauen wir noch mal rein. Da seht ihr alles aus einem Stück, kein Endstück, kein separates, sondern alles in einem Stück gemacht. Und hier das Ende erinnert wieder so ein bisschen an die Lamy-Welt, sage ich mal. Ja, so viel zu dem Füllfederhalter oder zu dieser Ausgabe des Jinhao 599. Dann legen wir den mal beiseite und kommen mal zu der Metallausgabe des Jinhao. Also, wenn wir hier erst noch mal ein bisschen rausgehen, den können wir gleich mal zerlegen. Schauen wir mal uns die Kappe an. Auch hier wieder das typische Logo, die Kutsche oder das Gespann von Jinhao. Ein Clip
ähnlich wie wir es bei dem Kunststoffmodell hatten. Sehr funktional. Die Form wieder an Lamy angelehnt, alles in Ordnung. Abschlussstück ist hier Kunststoff, auch schwarzer Kunststoff, so wie bei dem Kunststoffmodell auch. Wenn wir reinschauen, haben wir hier etwas, ich sag mal größer, etwas mit mehr Material ausgestattete Innenkappe, die so eine Führung gewährleistet, aber am Ende auch die Kreuzschraube, die dann hier den Clip hält und das Endstück. Ja, alles vernünftig verarbeitet. Sieht aus wie Messing, könnte sein. Ist auch gewichtig, liegt gut in der Hand hier. Wirkt wertig, super verarbeitet, keine scharfen Kanten hier dran. Also gefällt mir gut. Dann kommen wir hier zum eigentlichen Füllfederhalter. Fangen wir auch hier mit der Feder an. Hier seht ihr schon wieder, ich drehe es mal so ein bisschen, das ist die typische Form, wie wir sie auch vom Lamy kennen. Tintenleiter, keine Lamellen. Die Feder auch von Jinhao gebrandet. Das Gespann ist hier wieder drauf. Ist eine feine Feder. Das Griffstück, genau wie bei dem Kunststoffmodell, hier mit einem Zierring versehen aus Metall. Und auch hier der Schaft kein eigenes Abschlussstück wie bei Lamy. Hier auch wieder ein eigener Konverter dabei, auch gebrandet mit Jinhao. Ja, schwarzer Kunststoff, finde ich, sieht auch mit dem Orange recht gut aus. Dieses Schwarz-Orange passt auch hier zum Logo, aber eben auch nicht durchsichtig. Ja, ansonsten alles, wie man es so von den ganzen Klonen kennt. Auch hier sehr solide, nachgeformtes Griffstück, sage ich jetzt mal, mit den entsprechenden Ausprägungen. Also alles wie beim Safari oder beim IL Star. Das ist ja hier dann diese Metallversion. Dann kommen wir hier mal zum Schaft. Das hier ist ganz interessant. Da werden wir nochmal eine Lampe hier dazu nehmen, damit wir nochmal reinschauen können. Der hat hier nochmal eine Innenausprägung, und zwar aus schwarzem Kunststoff. Also hier ist es nicht nur das Metallstück, was wir hier haben, sondern wir haben auch hier eine Führung, sage ich mal, eine Innenauskleidung in Kunststoff. Und dann sieht man hier unten wieder das Metall. Also ist nicht von Metall auf Metall, sondern Kunststoff auf Kunststoff. Das denke ich mal ist vielleicht auch von der Haltbarkeit, wenn man unterschiedliche Materialien verwendet, dann ist es ja oftmals so, dass man, da gucken wir nochmal hier ans Ende, dass man hier dann vielleicht auch irgendwie nicht so eine starke Haltbarkeit hat. Aber ich denke, Kunststoff auf Kunststoff mit der Metallumfassung hier dürfte sehr gut halten und auch sehr langlebig sein. Ja, wie gesagt, dann auch hier eine Metallkonstruktion. Auch kein eigenes großes Abschlussteil hier innen drin. Also alles in Kunststoff und obendrauf von außen sichtbar ein schwarzer Abschluss, so wie man es eben auch bei Lamy sieht oder beim IL Star oder auch bei den anderen Klonen. Hier halt geschlossen. Oftmals ist da oben ja nochmal wie so eine Breather Hole, sage ich mal, drin. Aber hier ist es geschlossen. Ja, schön ist hier der Aufdruck. Das ist lackiert, gehe ich mal von aus. Weiß nicht, wie das dann sich darauf auswirkt, ob das dann langlebig ist oder ob das dann irgendwann abgeht. Hier seht ihr es nochmal ein bisschen. Das ist also erhaben, so auf diesen lackierten Metallschaft aufgebracht. Ja, so viel dazu. Dann können wir das auch wieder zusammenschrauben. Packen alles wieder in die Mitte. Fokussieren das hier wieder, dass man es auch vernünftig sieht. Und dann kommen wir als nächstes zu den Maßen und Gewichten und zur Schreibprobe. Maße und Gewicht. Ihr könnt es euch sicherlich denken, die Metallausgabe des Jinhao 599-3 oder auch nicht, die ist natürlich schwerer als die Kunststoffversion. Ich habe beide jetzt mit Tinte befüllt. Tinte ist Lamy T52 Bronze
Und beide haben mir ihren Konverter schon mitgebracht und mit Tinte befüllt und mit Konverter wiegt die Metallausführung des Jinhao 599 26,3 Gramm und die Kunststoffausführung des Jinhao 599 18,1 Gramm. Beide Füllfederhalter messen ohne Kappe 13 cm. Da sind sie identisch. Was interessant ist, das will ich euch auch gleich nochmal zeigen, ihr könnt die Kappen tauschen. Ihr könnt euch also hier einen orange-weißen zusammenbauen und das Ganze hier nochmal. Sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Wenn man das so sieht. Sieht auch ganz, ganz witzig aus, denke ich. Aber das ist nur so ein kleiner Nebeneffekt, den man damit machen kann. Also dann können wir das wieder tauschen, wie es eigentlich gehört. Ich finde, das sieht aber auch ganz gut aus. Und man kann die auch aufstecken. Ich zeige es euch hier mal bei dem Jinhao mit der Metallausführung. Die Kappe hält auch sehr gut da dran. Dann ist der ganze Füllfederhalter 17 cm lang. Und wir schauen es uns auch nochmal an bei der Kunststoffausführung. Auch hier kann man die Kappe prima aufstecken. Und auch da hält sie sehr, sehr fest. Und dann ist er 16,8 cm lang. Und im geschlossenen Zustand, also so wie sie jetzt hier vor euch liegen, sind sie 13,9 cm lang. Okay, dann beginnen wir jetzt mit dem Schreibtest und wir fangen mal mit der Kunststoffausführung an. Also, wir haben heute hier den Jinhao 599 in Kunststoff. Das dürfte hier eine feine Feder sein. Vielleicht auch eine extra feine, glaube aber eher feine Feder. Die Tinte ist Lamy T52 Bronze. Und das Papier, wie immer, ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schreibtest mit der Kunststoffvariante und ich sage mal der nicht an Lamy angelehnten Feder. Ja, Feder ist recht hart, gibt relativ viel Feedback, für eine feine Feder nicht ungewöhnlich, wirkt aber nicht unangenehm. Also muss ich sagen, dann legen wir die mal nebenhin und versuchen jetzt mal die feine Feder der Metallausführung. Könnt ihr gleich nochmal zuhören. Also ich glaube, ihr habt es gehört. Die klingt eher wie eine Lamy-Feder. Also der ganze Eindruck, auch vom Schreibgefühl her, vom Feedback her, muss ich sagen, erinnert eher an Lamy. Und da ist die Überschneidung größer als in der Kunststoffvariante mit der anderen Feder. Dann machen wir mal verkehrt herum. Ja, hält er auch durch. Ist auch nicht unangenehm, muss ich sagen. Kommt die Feder ganz gut mit. Versuchen wir das hier nochmal. Ja, das hakt schon ein bisschen. Ja, das ist nicht angenehm. Ja, also
Da muss man sagen, deutlicher Unterschied zwischen den beiden Federn, obwohl die unter beide unter dem gleichen Modellnamen verkauft werden, muss man hier sagen, die Feder ist deutlich unangenehmer im Schreibgefühl, als es hier bei der anderen ist. Dann versuchen wir mal ein bisschen Variation reinzubringen. Das klappt eigentlich ganz gut hier. Und im Vergleich sieht man auch gleich den deutlicheren Tintenfluss. Hier ist ein bisschen stärker. Jetzt werden wir nochmal hier vergleichen mit der, ich sag mal, an Lamy angelehnten Feder. Da stockt es dann. Hier hört die Tinte auf. Auch der ganze Füllfederhalter schreibt nicht mehr. Müssen wir nochmal aufschrauben. Tinte ist noch drin. Wenn wir ein bisschen Druck drauf machen, haben wir hier schon den ersten Tintenfleck. Also nochmal. Ja, da hört es wieder auf. Also wenn man da Druck ausübt auf die Feder, dann setzt der Schreibfluss aus. Versuchen wir nochmal den Satz zu schreiben. Mal gucken, ob es dann wieder geht. Ja, jetzt schreibt er wieder. Finde auch von der Schreibfarbe her nehmen sich beide Federn nichts. Also wenn ihr die beiden Sätze hier vergleicht, das sieht ähnlich aus. Was auffällig ist, ist, dass die Feder, die in Anlehnung an den Lamy gestaltet ist von Jinhao, dass die gar nicht mit dem Druck umgehen kann, wenn man hier versucht, ein bisschen Variation hineinzubringen. Also insofern muss ich sagen, ist das schon ein bisschen enttäuschend. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin auch das von Jinhao gar nicht so gewöhnt. Aber war jetzt einfach auch ganz deutlich und ich habe die beide heute hier das erste Mal für euch rausgenommen und mit beiden geschrieben. Ich werde den jetzt noch mal ein bisschen offen lassen hier, den Jinhao, die Metallausführung, mir dann noch mal schreiben. Gucken, ob er gleich anschreibt. Ja, das macht er. Schnelles Schreiben. Da hört er wieder auf. Also hier kann man nichts sagen, das ist nicht in Ordnung. Hier mal ganz kurz mal ein bisschen sauber machen, da ist ein bisschen viel Tinte dran. Also der hat Aussetzer. Dann versuchen wir mal schnelles Schreiben mit der Kunststoffausführung. Okay, ja, das geht, der kommt mit. Der hat auch weniger Schwierigkeiten mit dem Tintenfluss. Muss man sagen, hier funktioniert es. Okay, soviel zum Schreibtest. Und dann werde ich euch als nächstes erzählen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt an den beiden Ausführungen des Jinhao 599. Und dann werden wir auch gleich das Resümee ziehen. Was gefällt mir gut an den beiden Versionen des Jinhao 599 und was gefällt mir weniger gut an diesen beiden Versionen? Also die Metallversion, ich kann es euch hier nochmal zeigen, die wirkt auf mich deutlich eigenständiger. Man sieht natürlich selbstverständlich noch die Anlehnung an Lamy, aber dadurch, dass hier diese Lücke fehlt, ist es schon so ein bisschen so, dass wir hier, ja, zumindest auch mit dem Anerkennen und deutlich machen des Namens, dass wir hier eine, ja, ich sag mal, den Versuch haben, dass wir uns hier so ein bisschen absetzen wollen von Lamy, auch wenn es natürlich bei einem Lamy AL Star oder Lamy Safari bleibt. Aber das Sichtfenster, wie gesagt, das ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass man das eben nicht zu 100% abkupfern wollte.
Der Hersteller ist deutlich erkennbar in beiden Varianten. Ich zeige euch nochmal die Kunststoffvariante, da steht es auch nochmal drauf. Jinhao finde ich immer sehr schön. An den Clips ist es auch erkennbar. Da oben seht ihr nochmal das Gespann oder die Gespanne, diese Kutsche. Das finde ich ist in Ordnung. Was gefällt mir noch gut? Der Preis ist hervorragend für beide Füllfederhalter. Diese Kunststoffvariante, die kostet 1 Euro inklusive Versand und kommt mit Konverter. Also da kann man wenig dagegen sagen. Und die Metallversion, hier also nochmal, die kostet ca. 3,50 mit Versand. Und beide Füllfederhalter, sowohl die Kunststoffvariante als auch die Metallvariante, sind gut verarbeitet. Mit der Einschränkung, dass die Metallvariante des 599 Aussetzer beim Schreiben hatte. Ja, was gefällt mir weniger gut? Keine eigene Designleistung, auch wenn ich hier sagen muss, man hat versucht, sich so ein bisschen zu lösen von dem Lamy, ist es doch in allen Bereichen noch deutlich erkennbar. Also auch da muss man die eigene Designleistung fast absprechen. Ja, hier ist es noch eindeutiger. Die Metallversion hat Aussetzer beim Schreiben, würde ich mir jetzt für einen Füllfederhalter von 3,50 Euro. Jetzt ist das auch nicht normal, zumindest wenn man sich bei den chinesischen Füllfederhaltern umsieht. Dann habe ich das relativ selten. Ich hatte vor kurzem mal einen im Test, das Video seht ihr bei mir auch. Aber normalerweise schreiben die, wie man so schön sagt, die Chinesen out of the box. Und das war hier eben nicht der Fall. Da werde ich ein bisschen nacharbeiten und dann wird man sehen, was man da noch rausholen kann. Ja, Resümee. Würde ich sie mir wiederholen? Nein, würde ich nicht machen. Aus dem einfachen Grund, beide sind als Lamy-Klone nicht perfekt. Ihr könnt euch das Video vom Wing Sung nochmal anschauen. Das ist eine ganz andere Qualität, auch mit dieser Lanbi-2-Feder. Das ist viel, viel besser. Die Metallversion, also hier der orangefarbene Füllfederhalter von Jinhao, der gefällt mir besser. Er wirkt wertiger, ist ein bisschen schwerer, liegt ein bisschen schwerer in der Hand, aber wie gesagt, er hat den großen Nachteil, nicht zu schreiben. Und auch für 3,50 Euro, finde ich, muss ein Füllfederhalter out of the box schreiben. Und das tut er hier nicht. Die Kunststoffvariante, da kann man noch überlegen, ob man sagt, okay, man nimmt den jetzt mal, um irgendwie eine komplizierte, vielleicht nicht ganz einfach zu entfernende Tinte auszuprobieren. Dann ist der Schaden nicht groß, weil für 1 Euro, da kann man das mal machen und man kann nachher auch den Konverter weiterverwenden. Also es sind ja Universalpatronen, die hier reingehören oder Universalkonverter. Also insofern macht man da nichts falsch und für 1 Euro, wie gesagt, da muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Aber ich sage es ganz ehrlich, wenn ich dann hier draus Plastikmüll mache, dann finde ich, ist es das auch nicht wert und dann brauchen wir das auch nicht. Und aus diesem Grund bin ich für mich zu dem Resümee gekommen, dass hier diese beiden Lamy AL oder Safari-Klone für mich nicht wieder in Frage kämen. Und ihr könnt ja selber mal entscheiden, ob ihr das gut findet oder welche Erfahrungen ihr vielleicht auch mit der Metallversion gemacht habt, ob die bei euch von Anfang an geschrieben hat. Dieser 599-3, so wie er vielleicht auch genannt wird. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.